Freunde, Hallöchen und willkommen bei Star Trek Online und ja, willkommen bei Peru Plays, ich bin der Peru. Wir werden jetzt mit unserem neuen Capitano Wade durchstarten in Star Trek Online. Ja, so einen kleinen Anfang habe ich hier schon gemacht und wir erleben jetzt und hier live auf der Xbox Series S die Abenteuer der USS Dorchester. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Wenn es euch gefällt, natürlich freue ich mich über ein Like oder Follow. Ne? Wenn ihr das Ganze als Wiederholung auf YouTube seht, dann natürlich lasst ein Like da, beziehungsweise abonniert den Kanal, damit ihr auch zukünftige Folgen nicht verpasst, wie natürlich auch die anderen zahllosen anderen Games, die wir hier zocken. So, und auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass das Bild deutlich geglättet ist, gerade weil das hier ja auch ein älterer Titel ist, Star Trek Online. Und ja, da macht es wieder richtig Spaß, das mal wieder anzuzocken. Ist ja jetzt wieder so ein bisschen her. Und ich finde ja hier die Atmosphäre von den alten Original-Serienteilen sehr ansprechend. Alles so wirklich so oldschool 70s-like, also ja. Man kann es lieben oder hassen. Ich liebe es. Man verbindet das ja mit sehr vielen Erinnerungen so aus der Kindheit. Wenn man mit den Eltern so Star Trek geguckt hat. Abends im Vorabendprogramm, ich glaube, ich war das im ZDF. Da gab es ja die alten Classic-Folgen als Raumschiff Enterprise, genau. So, jetzt lass uns mal gucken. Ich glaube, wir haben aktuell gar keinen aktuellen Auftrag. Jetzt warte mal, das müssen wir mal checken hier. Wir sind auf dem Raumdock der Erde, genau. Die Ebene wechseln wollte ich jetzt natürlich nicht. Das war jetzt nichts in der Sache. Waffenkammer, all den ganzen Gedöns, das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Was haben wir denn hier noch? Wo kann ich hin? Ob wir alles hier ausgerüstet haben, was wir aktuell ausrüsten können, oder ob wir da schon was Neues haben, um uns ein bisschen zu verbessern hier. Hier haben wir eine Zwillings-Phaser-Strahlenbank. Das klingt schon mal gut. Die ist hier auch ein bisschen besser. Dann tauschen wir die doch mal kurz aus. Heckwaffe. Nope. Ups. Haben wir Geräte? Nope. So, Schild haben wir neues. So schnell wie möglich hier austauschen das Ganze. So, schon irgendwelche Konsolen hier. Haben wir noch nicht. Okay. Dann schauen wir mal in die persönliche Ausrüstung. Haben wir da schon Kits oder irgendwas? Körperausstattung? Nein, alles nicht. Okay. Also normalerweise müsste ich mich doch jetzt eigentlich aufs Schiff beamen können. Ich finde hier auch gerade keine Mission. Jetzt lass uns mal gucken. Missionen. Raumdock der Erde erkunden. Ich habe die wichtigsten Personen aufgelistet, die Sie aufsuchen sollten, wenn Sie das Raumdock der Erde besuchen. Sprechen Sie mit dem Schneider und dem Schiffshändler. Okay. Schneider und Schiffshändler. Schneider. Da können wir sogar schon dort Rangabzeichen hier bearbeiten. Schauen wir mal. Weil wir sind ja schon befördert worden in der Zwischenzeit. Nee, das wollen wir nicht. Hallo.
Also dieses Rumgehüpfe im Menü hat sich leider auch nicht auf der Xbox geändert. Das liegt tatsächlich an dieser uralt Software. So, jetzt schauen wir mal. Uniforms, Feed, bla 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 bla. Rank, genau. Lieutenant, Junior Grade. Schauen wir mal. Wir sind Lieutenant, genau. Das ist doch schon mal schön. Dann wollen wir jetzt natürlich auch die Änderungen speichern. Was? Also, hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Ich müsste doch eigentlich den Rang hier ohne Probleme angeben können. So. Jawohl. So gehört sich das. So, und jetzt sollten wir noch zum Schiffsbauer. Da ist der Brückenoffiziersmokel. Was haben wir hier? Bodenausrüstung. Wen haben wir da oben? Ah. Brauchen wir nicht. Schiffswerft. Schiffsverkäufer. Verkäufer für Schiffsausrüstung. Schiff anpassen. Warte mal. Schiffshändler brauchen wir, okay. Das ist ja näher hier, oder nicht? I'm here to help you choose a vessel. What would you like to know? Which one were you interested in? Hab ich eigentlich schon eine Auswahl? Nee, ne? Kann ja noch gar nicht sein. Nö. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Schiffe verwalten. Das hier finde ich noch interessant. Schiffe anpassen. So, da haben wir unsere Dorchester in der aktuellen Ausstattung. Ja. Ja, gut. Da gibt es überhaupt gar keine Anpassungsmöglichkeiten. Schade eigentlich. So, jetzt habe ich ja den Schiffshändler aufgesucht. Das müsste ja eigentlich... Ach so, es geht um ein Shuttle. Okay. I'm here to help you choose a vessel. What would you like to know? Welcome. Admiral Garrett said you would come by to requisition a new shuttle. While you're here, so, feel free to look at the other ships we have available for requisition. Neues Raumschiff erhalten. I'm here to... Which one were you... Auswahl durchsuchen. Das ist dann bei den Kleinschiffen. Zack. Hä? Das sind doch keine Kleinschiffe. I'm here to help you choose a vessel. Which one were you interested in? I'm here to help you. I'm here to help you choose a vessel. What would you like to know? Which one were you interested in?
Okay, kommt man sich ein bisschen verschaukelt bei vor. So, was haben wir hier? Waffenkammer. Was haben wir hier? Ingenieursabteilung. So, die Freizeit-Area, das wollte ich jetzt gar nicht. Nope. Freunde, nope. Da haben wir unseren Transporterkollege. Nee. Da gibt es keine Alternative, Freunde. Sag mal, jetzt bin ich hier total aus dem... Ja, genau, ich muss hier lang. Ich werde hier total bekloppt, Freunde. So, was haben wir hier? Da haben wir schon Waffenkammer, Schiffswerft. I'm here to help you choose a vessel. Which one were you interested in? Ja, so bekomme ich natürlich keinen Shuttle, ist klar. Leute. Wieso klappt das denn nicht? Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir aufs Schiff zurückkommen. Dann können wir wenigstens eine Mission annehmen. Bevor wir hier völlig plan und sinnlos in der Gegend rumlaufen. Kann ja wohl nicht sein hier. So, da haben wir die ganzen Ausrüstungen. Das ist aber nicht, was wir brauchen. Wieso hat der Kerl nicht das, was wir anfordern sollen? Also korrigiert mich, vielleicht bin ich auch zu blöd. Sprechen Sie mit dem Schiffshändler, um meinen Shuttle zu erhalten. So. Da ist Schiffhändler, da bin ich. Schiffe erhalten, neues Schiff erhalten, Auswahl durchsuchen. Kleinschiff, nichts. Das ist, ein bisschen Verarsche, oder? Was soll er verstehen hier? Weil es ist völlig egal, worauf ich jetzt hier gehe. Er hat nur die K1-Schiffe. Schiffsverwalter. Ah, da ist nix. Kleinschiff. Oder bin ich hier tatsächlich falsch? Nee, ich kann auch nicht in die Ingenieursabteilung. Leute, ich kriege hier Pippi in den Augen. Was ist denn hier los? Ich will hier weg. So, hier gibt es eine Waffen- und Raumschiff-Ausrüstung. Jupp. Ich bin völlig ruhig. Ich bin ganz die Ruhe selbst. I'm here to help you choose a vessel. Ja, genau. Shuttles sind unter anderem Kleinschiffe. I'm here to help you. Which one were you? Ist das ein Ladefehler oder...
einen anderen Schiffscenter haben wir hier nicht. So, und wenn ich hier reingehe, da gibt es auch... Das ist ja auch eigentlich hier ein... Sag mal, ein Aufzug oder nicht? Aber hier wird nichts angezeigt, wo ich hin könnte. Okay, Leute, wir müssen es sehen, wie es ist. Wir sind auf dieser fucking Station gefangen. Oder ich lade es nochmal, keine Ahnung. Da stehen sie, die Shuttles, die wir haben wollen. Das ist total lächerlich. Ich habe da aber auch wirklich keine Alternativen, oder? Nicht, dass er da noch rumlungert oder so. Nö. Wieso bekomme ich hier eigentlich Informationen von den Spielern, die ich nicht kenne? Das wundert mich jetzt auch gerade. So, Kleinschiffe. Ist das alles nicht? Der hat keine Shuttles. Mir kommt langsam so der Puls hoch, muss ich ehrlich sagen. Was auch auffällig ist, keine Sau hier auf der Station. Auch im Multiplayer nicht. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt was anderes einfallen lassen, weil sonst wir werden ja hier völlig gaga. I've outlined important people you should talk to while visiting Earth's space dock. Speak with Im the Ernst? to customize Im your Ernst? appearance. After Das ist that, einfach nicht speak ausgegangen, with the Leute. ship vendor to claim a shuttlecraft. Stay safe out there. Echt jetzt? Im Ernst? Ach, Leute, nee. Das haben wir doch eben gerade gemacht. So. Okay. Das ist doch alles nicht euer Ernst. Your minimap shows you where your objectives are. An arrow Ja, will ich appear weiß, on the ich minimap weiß. if you are far away from your objective. Ich hatte es nicht aktiviert, Leute. Da laufen wir 18 Minuten durch die Gegend wie die Bekloppten. Also ich. So, es reicht. Wir haben das ja schon aktualisiert hier, das Ganze. So. Und jetzt, Freunde, jetzt. Admiral Garrett said you would... I'm here to help you choose a vessel. Okay. Which one were you in? Jetzt sollten wir auch ein Kleinschiff haben. Jawohl, endlich. Himmelhilf. So, Klasse F Shuttle. Immer her damit. So. Das wurde auch Zeit. I know that being a starship captain is a big responsibility, but I believe you're up to the task. If you feel that your ship is ready for its next mission, I can give you new orders. Stay safe out there. Jo. Ever hear of Edrin 4? Jim Kirk got into a tussle with a Gorn there. Barely lived to tell the tale. Ach, wie geil die Both the Gorn. Gorn and the Federation have teams there now. I'd like you to back our new people up in case the Gorn decide to engage in a little cowboy diplomacy. Stay safe out there. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, bevor wir losfliegen, was wir noch updaten können hier am Schiff. Da hatten wir ja gerade noch das ein oder andere bekommen. Schauen wir mal. Genau, das ist genau das, was ich wollte. Sehr schön. Das passt auch. Technik haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee.
Guti, das war schon mal das Einfachste. Schauen wir mal schnell ins Inventar. Was ist das? Föderationsphase. Ist das jetzt persönliche Ausstattung oder... lass mal schnell gucken. Hä? Ist das doch Schiff? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Föderationsphase. Wieso sehe ich den dann nicht? Ach so! Commander. Okay. Dann lassen wir das so, wie es ist. Kapitänsfähigkeit. Skills will increase your effectiveness in both space and ground combat. Ja, ist ja gut, Mädel. Select any skill to see a full description of the benefits gained by... Skills will increase your effectiveness in gar both keine space neuen- and oder hab ich ground doch neue? combat. Select any skill to see a full description of the Schauen wir mal. benefits gained by purchasing it. Nee, da ist noch gar nichts freigeschaltet. Was will er denn? Sehr merkwürdig heute, das hier wieder. Okay. I'm here to... Ne, dich kann ich nicht mehr sehen, mein Freund, das sage ich dir gleich. So, wir beamen auf das Schiff. Es reicht hier. Sorry, Freunde, was für eine schwere Geburt hier. Ich dachte die ganze Zeit, der Auftrag ist aktiviert. Sorry, Leute. Mea culpa, Asche auf mein Haupt. Aber wie gesagt, ich wundere mich jetzt gerade, ich habe hier jetzt noch keine Freundschaften angenommen auf der Xbox. Kriege aber Meldungen von irgendwelchen Spielern, die hier Fortschritte machen. Das kenne ich von Star Trek Online, eigentlich nur von Leuten, mit denen ich befreundet Welcome to bin the oder Sol ähnliches. System. All visitors to Earth's space dock are required to fly close enough to the station for our tractor Ja, beam. alles gut. So, wir werden jetzt aber das System This verlassen. is Genau. Earth's space dock. You're cleared to warp to sector space. Jupp. Mein Finger hat eben schon gezuckt, ne? Also, wo ich so richtig gerade am Nervenlimit war, dachte ich schon, komm, wir brechen das jetzt ab und machen Elite Dangerous. Gut, ich meine, das können wir nachher später auch nochmal kurz machen. Aber da war der Finger schon, da hat es schon gejockt, ne? Das geht gar nicht, Leute, da werde ich grantig bei. So, die Gorn, ja, klassische Feinde aus der Classic-Serie. Freue ich mich schon. Hold the X button to bring up your Captain Commands menu. Select Primary Mission, and then select Travel. You are now in Sector Space. To your destination. Sector Space is the main overworld map of Star Trek Online. From here, you can travel to different planets and systems. Sector Jo. Space is a no-combat zone. So, wo müssen wir denn hin? Da. Jo, dann setzen wir doch mal den Kurs. Ja, noch ein sehr kleines, sehr feines Schiff. Man sieht es kaum hier jetzt im Dunkeln. Ist auch ein bisschen doof. Nur so ein bisschen die Lichter hier. Schade, Mensch. Jetzt haben wir auch noch keinen Boost jetzt oder Warp. Das heißt, wir dümpeln da jetzt zwar nicht langsam, aber deutlich langsamer durch die Gegend. So, lass mal gucken. Ja gut, das ist natürlich sehr eingeschränkt hier, die kleine Karte noch, ne? Okay. Also das Schiff ist fast schwarz auf schwarz. Jetzt haben wir hier irgendwie einen Planeten, der so ein bisschen Licht gibt. Jetzt sehen wir wenigstens so ein bisschen die Konturen vom Schiff. Was hier übrigens genauso wie auf der PS4 ziemlich doof ist, ist der Zoom. Ne? Also man kommt nicht näher an das Schiff ran, man hat keinen frei wählbaren Zoom, finde ich schade. Auf der PC-Version kann man wirklich nah ranfahren und sich diese Details angucken, die wirklich schön gemacht sind eigentlich bei diesen Schiffen. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Was willst du machen? Sieht ja so auch nicht schlecht aus, aber gerade dieses Schiff hier
ist ja zum Beispiel nicht so wirklich groß. Da hätte man ruhig ein bisschen näher rangehen können. Aber es macht auch nichts. Wir sind nämlich gleich da, wie ich an der Karte sehe. Sehen wir das System hier schon? Na, gerade eben. Da vorne, genau. Knapp 9 Lichtjahre vor uns. Also auch wenn ich hier jetzt schaue bei Xbox, so die Spiele, sehr, sehr viele Star Trek Spiele. Star Trek gerade mal 1, nämlich genau das hier. Eines der 2 ganz großen Sci-Fi-Merchandises. Und es gibt kein vernünftiges Spiel. Das gibt einen schon irgendwo zu denken, oder? So, im Schatten von Cestus. Los geht's. Und es gäbe ja so viele neue gute Merchandises, die man verwerten könnte für ein gutes Game, ja. Was weiß ich, ob das jetzt Discovery ist oder was auch immer. Hat ja jeder so seinen Favoriten. Ist aber egal, worauf es basiert, ob es auf PK ist, Discovery oder eine andere Serie von Star Trek. Es gibt so viele Vorlagen und die kriegen wirklich nichts Vernünftiges gebacken, ne? Ich sag ja immer, was mir viele böse nehmen, Elite Dangerous ist das Star Trek Spiel, was wir nie gekriegt haben, ne? Stellt euch ganz einfach normale Star Trek Sternflottenschiffe vor, als Standardflieger, die Tabuiden als Klingonen, bam, da habt ihr schon. Ja. Welcome to Edrin 4. I'm Bridget McKinnon, CO of the USS Zhangha. Glad you could join us. My science teams are on site and conducting initial surveys. Apparently, this place is quite the geological marvel. We're not the only ones present, though. Our friends from the Gorn hegemony aren't terribly chatty, but so far they're keeping the peace. Well, I'm sure my people wouldn't mind an extra hand down there on the geological marvel. Feel free to join the party. Okay, wir sollen die Kollegen unterstützen, das machen wir natürlich immer gerne. Captain, the Gorn are scanning us. They might not be talkative, but I recommend caution when dealing with the Gorn. They can be easily provoked. We have entered the orbit of Edrin 4, Captain. Transporter room to bridge. The geological team supplied. Jawohl, los geht's. Lowering shields for transport. I'm detecting some... strange. For a moment there... It's nothing, Captain. Thought I was picking up an impulse drive. False alarm. I'll recalibrate the sensors. Don't want to be jumping at shadows here. Captain, the science and engineering teams indicate that they have made it to the surface and made contact with the science team from the Zhangha. The rest of the landing party is standing by in Transporter Room 1. They're ready to beam down when you are. Ja, natürlich sind wir dabei. Energie, los geht's. So, ja, das Außenteam ist noch recht überschaulich, aber gut, egal. Wir treffen die Gorn. Nee, was ich sagen wollte, jetzt stellt euch mal das, wie ich das gerade gesagt habe, mal vor. Diese Rollenbesetzung im Spiel auf Star Trek umgelegt wäre 1:1 ein richtig geiles Star Trek Abenteuer geworden. Und man hätte sogar wirklich 5 Jahre lang auf Mission sein können, um fremde Welten zu erforschen und so weiter und so fort. All das geht zum Beispiel in Elite Dangerous. Das wäre eigentlich lizenzmäßig das perfekte Star Trek-Spiel gewesen. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in den Chat oder wenn ihr es als Wiederholung später seht, auf YouTube in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ensign Skavron, Starfleet Corps of Engineers. Lovely planet we've got here. Charming even, if you're fond of heat and rocks. Still, it's not a complete wash. To say this place is mineral rich would be an understatement. Press left to scan the area. Your Ja, tricorder super. will point you toward your nearest objective. So, was haben wir denn jetzt?
Wir sollen scannen. My tricorder is showing some interesting mineral formations beyond this ridge. Alter, was für eine Keule der von Gewehr auf dem This Rücken looks hat. like a good place to start our scans. Jo, machen wir auch. Nice to see a report was spot on for once. The mineral deposits here are remarkably pure. Was ist das denn hier? This carbon deposit is unusually pure. Apparently, the Metrons don't prepare half-rate planets. Also ich glaube nicht, dass das hier lange ruhig bleibt mit den Gorn. Whoever gets the mineral rights to this planet will be pleased. Very pleased indeed. My readings indicate there might be dilithium on this planet. I'll need to take more scans to be sure. Ja, an Mineralien mangelt es hier nicht, aber ich glaube auch nicht an Ärger. Ist The noch viel zu variety of ruhig hier, minerals in the viel zu ruhig. topsoil alone is astounding. The soil here has a high concentration of sulfur. Na dann. Either my tricorder's broken, or the soil here has an amazingly high concentration of sulfur. Ich ahne es Water schon. fire! Ich ahne We es schon. better head back. Oh! The mortars have closed off the pass. We can't reach the camp. Who would do this? Look! Over there! It's the Gorn. Natürlich, da sind sie schon. Niedlich. Ja, jetzt werfen sie wieder mit Steinen um so einen Schmarrn. Und egal wohin man ausweicht, sie treffen dich, ne? Das ist schon witzig. Okay. Aber wir haben keine Zeit zum Jammern. Jetzt müssen wir die erstmal ausschalten. Ja. So, noch jemand ohne Fahrschein hier? Captain, this is Lieutenant Newman. One of the Gorn ships just exploded. They're blaming us and attacking our forces, on the surface and in orbit. Captain, way ahead of you, Captain. We're defending ourselves, and our shields are up, which means we can't beam you back to the ship. Afraid you're on your own for now. Okay, jetzt müssen wir selbst noch Over there. untersuchen. There might be a way out of this infernal canyon further down the valley. Was ist das da hinten? Sind das Gorn oder Kollegen? Das sind Gorn, oder? Das ist das, was sie meinte. Ich laufe völlig anders lang und der Felsbrocken trifft mich trotzdem. Das ist natürlich lustig. So. Noch mehr Ärger. So, immer schön von der Flanke raus angreifen. Dann sind die Jungs relativ schnell matsch. Guck mal. Der hat mich doch nicht mal angeguckt und trifft, ne? Respekt. Respekt, liebe Freunde. So. We need a way out of this canyon, and I'm thinking that big rock up there is it. With a little Federation ingenuity, we can topple this rock with a makeshift bomb. Once it's down, we can... Have you read Captain Kirk's report on this place? We have all the materials we need here to make bombs. They won't be pretty like me, So, was but they'll brauchen get wir? results. Mindestens 3 Bambuscontainer, Schwefel, Kaliumnitrat. Behind us! Was? Ach, komm, hör doch auf.
läuft. Schon besser. So. Wo finden wir jetzt den Krempel hier? Da hinten. Höhle. Sehr schön. Und der nächste Gorn natürlich. Der hier rum eskalieren, was ist mit dem los? Hier, leg dich hin. So. Leute, da krieg ich schon Hals hier mit den Jungs. So, Bambus haben wir. Einmal. Zweimal. Da drüben ist der dritte. Und natürlich wieder Gorn. Natürlich. Zack. Also die Wurfkunst finde ich phänomenal. Um die Ecke geworfen. Respekt. So, da fehlt uns doch noch einer. Good. Let's take these materials over to the bottom of that huge rock. Right. Ensign Hunter and I will construct the bombs we need to bring down this rock across the canyon. That's the easy part. It's up to you to keep those angry Gorn off us while we work. Hope you're a good shot. Achso, jetzt soll ich die alleine hier alle. Na, alles klar. Keep them off us. Das war mir so klar. Crush that coal up good, Hunter. Not like that. Finer. Wieso bitte ist Careful mein with Strahl that. pink? Das will ich Potassium immer nitrate wissen. can react explosively with these materials. So, 2 Wellen noch. Now mix it with the coal. Carefully. I'd rather not get blown to pieces today, if you don't mind. We're just about done. Okay, da war es nur noch eine Welle. Ach, ja, genau. Ich laufe genau in die Ecke natürlich. Sehr schlau. Leute. Done! Now let's get these bombs in place. Well, now that Ensign Hunter and I... So. Ladung haben wir. Okay. Und die Nummer 3. Dann müsste es ordentlich rumsen hier. The bombs are primed to blow. We should move to a safe distance. Okay. Dann los. Lauft, Leute, lauft.
Fire in the hole! Ha! Back in the academy, they said that in a battle of man versus nature, man loses. Well, take that, nature. Absolutely. We should be able to climb that rock just fine. It's steep, but a minor obstacle for us nature conquerors. Just, watch your step. Okay, also theoretisch sollten wir da jetzt einfach hochkommen. The Gorn aren't known for their mercy. Ja, hat doch gut geklappt hier. Looks like some Gorn came through here. We better hurry. Ach, du ahnst es nicht. Natürlich, ist klar. War mir schon klar hier, das Ganze. Wieso habe ich diesen Pipifax-Phaser jetzt gerade hier? Das kann doch nicht sein. So, jetzt besser. Viel besser. So, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Thank you. Things were looking pretty grim there for a moment. The Gorn. They kept saying the deaths of their people would be avenged, but we didn't do anything. I haven't fired a phaser since the academy. Glad you're in one piece, Captain. It's clear up here for the moment. Transporters are standing by. Na dann, beamt uns hoch, Leute. So, ja, dauert hier wieder ein bisschen mit dem Laden. Gut, an den Ladezeiten hat sich ja nichts geändert, aber ich glaube weniger, dass es an der Xbox liegt als an dieser alten Software. Aber ich finde es immer wieder schön, gerade diese Teile von der OTS durchzuspielen. Looks like the Gorn have exercised the better part of valor, Captain. But the Zhang Ha's in rough shape. Captain McKinnon is hailing us now. Okay, dann gibt's noch einen Raumkampf, oder? Thank you for saving my people. We're making repairs, but it'll be some time before our engines are back online. Gut, war mir natürlich klar. Dass wir jetzt nicht einfach so fertig sind. We're picking up Gorn warp signatures up. Okay, und los geht's. To fire energy weapons. Press the button number to fire torpedoes. Shields have Schön in den Hintern geschossen hier. Sehr schön. So, das schickt mich auch schon fast runter. Ist klar. Jetzt abhauen, weißt du? Jetzt, wo es bremslich fährt. Ist klar. So, wo ist der nächste Kandidat hier? Thanks for covering us. The Gorn would have made short work of my ship otherwise. I owe you one. Slow but steady. Our warp drive is still disabled, but we're making progress. Thanks. I hate to ask, but something's bothering me. We picked up strange energy readings before the attack. It could be nothing. Sending it now. I'd start with the debris of the Gorn ship that was destroyed. There might be a clue there. So, okay. Salut für die Gorn-Wrackteiluntersuchung. Okay.
zu nah ran. Das Gefitzel da macht mich da ein bisschen nervös. Captain, the crew of the Zhang-Ha were onto something. I ran a deep scan analysis of the Gorn debris, and the Gorn ships aren't as tough as a Tellarite design. But our scaly friends know a thing or two about hull plating. Whoever fired this shot knew exactly where to hit them. Not with the data we have now, but the science team just found another strange energy reading nearby. So, seltene Anomalie. Picking up debris from the Gorn ship, and some trace elements of weapons grade. I'll shave my eyebrows if I'm wrong. It's the Romulans, I'm sure of it. There's more bad news. The Gorn are coming back, weapons hot. Orders? Ja, natürlich. Das eine Schiff jetzt kann es ja noch nicht gewesen sein. Doesn't look like they're back in full strength though. Ach, die kleinen feigen Backen sind das. Ja, genau, ist klar. So, jetzt gibt es erstmal die Westpackung hier. Jetzt sag nicht, der verkrümmelt sich wieder, oder? We thought we could share this space equally, Federation. Your unprovoked act of aggression against our research vessel tells me otherwise. Der hört sich an wie Putin. Was ist denn da los? I see no Romulans, only Federation ships. Do you think me a fool, Captain? Most convenient, Captain. But I am unconvinced. Produce these Romulans that you claim destroyed our ship, or prepare to pay for your crimes. Captain, I've got an idea. If we can generate a charged particle burst, we might overload their cloak. Seid doch mal los. Die Romulaner aufdecken. Das machen wir doch glatt hier. Hokus Pokus. Da sind sie. So, was sagst du nun? You're quite the clever one, Captain. Too clever, I'm afraid. No one can know of our actions here today. Your death, while regrettable, is... Ja, reden tun sie alle viel, ne? Aber letztendlich lassen wir die komplett springen. Falsch angeswitcht jetzt nicht gerade, aber das haben wir schon korrigiert. So, nächster Patient bitte. Ich habe heute für euch alle Sprechstunden. Aber sowas von.
fought, Federation. The hegemony will remember the Romulan treachery today, and your assistance in exposing it. I propose we continue our joint surveys of Edrin 4 under a mutual non-aggression pact. So there was another player on the field. Nice work out there, Captain. We'll be heading for the closest starbase soon, but we'll be back to finish our work here, along with the Gorn, I'll wager. I think the Romulans will take a pass, though. All decks have reported in. We're ready to disembark on your order. Jo, und ab dafür. Geht doch nichts über The Original Series. Wenn man gerade solche Sachen sieht wie die Gorn, also Leute, das waren ja so richtig so Pappmaché-Masken damals. Unglaublich. Ich habe das letztens erst wieder im Fernsehen mal gesehen. Diese wunderbaren Pappmaché-Berge und die Gummigorn. Klingt gut irgendwie, ne? Gummigorn. Okay. Schauen wir mal, was noch anliegt hier. Most missions can be turned in remotely. Hold A to bring up your Captain Commands menu and select Turn In to report Good to to the hear from you. contact and turn in I've read mission. Captain McKinnon's report. Sounds like things got a little rough on Edrin 4. Still, the diplomatic corps thinks your actions will make a difference in future talks with the Gorn. Well done. Jawohl. Stay safe. Congratulations, Lieutenant. Oh, da haben wir eines gerichtet. Schauen wir uns gleich mal an. Starfleet hasn't heard from Deep Space Station K-13 in a while. It's in a tactically sensitive part of the quadrant, and the brass is getting concerned. Get out there, find out what you can, and render assistance if needed. And hey, be careful, okay? This could go sideways, fast. Stay safe out there. You are now in sector space. Here ships travel at warp speed between systems. Combat does not take place in sector Okay, space. dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ist ja, fast um die Ecke. Komm, machen wir, oder? Ab geht's. So, in der Zwischenzeit gucken wir uns mal ganz kurz die Ausstattung und die Kapitänsfähigkeiten an. Hier haben wir einen Punkt für die Raumfähigkeiten bekommen. Das packen wir gleich in die Hüllen. Kapazität dürfte jetzt keine schlechte Idee sein. Und wir schauen nochmal, ob wir hier nochmal was aufwerten können. Ich habe vorhin gesehen, dass wir Ausrüstung bekommen haben, aber nicht welche. Da war es wahrscheinlich persönliche Ausrüstung. Na gut. Ich dachte, jetzt können wir unser Schiff nochmal schnell aufrüsten. So, das da vorne sollte schon sein, genau. Deep Space Station K13. Ja, ich würde mal sagen, da ziehen wir uns noch rein, die Mission. Wenn man wenigstens so ein bisschen Wartemusik hätte, ne, so. Und selbst wenn es nur Fahrstuhlmusik wäre, ne, aber... Liebe Programmierer da draußen, macht doch mal bitte wieder ein ordentliches Star Trek-Spiel, bitte. We've arrived near Deep Space K-13, Captain. This is Okay. odd. I'm not picking up any comm traffic. No signals, nothing at all. From K-13 or the other ships in system. Sensors aren't detecting enemy vessels or warp signatures. No signs of combat either. This is peculiar. Guti. Dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Wo ist sie denn? Die K13. Da hinten.
Captain, the other ships are raising shields and charging weapons. Ja, war klar. Natürlich machen sie das. So. Also alleine bei diesem klassischen Lasersound kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. All ships disabled, Captain. Jo, was sollte das? Captain, those were the Starfleet ships assigned to patrol this sector. I don't think that was a war game or training sim. Their weapons were at full power. Stay away! They're taking control! Don't come near us! They'll take you too! This station came from the Okay. Message from Starfleet Command, Captain. We're to investigate the situation immediately. Eieiei, klingt gar nicht mal so gut, das Ganze hier. So. Das hört sich zum Anfang so ein bisschen an wie die Borg, ne? Assimiliert. No signs of combat on board the station, Captain. No hostile life form readings either. Everything's... Sensors are picking up a number of life signs over there, but I'm not reading any unusual activity. All of the station systems seem to be functioning normally. Think we should beam over and have a look around? Jo, machen wir nochmal einen Landungstrip bereit und dann geht's los. Und im Zweifelsfall räumen wir da einfach mal auf. Kein Ding. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange die Original Story noch geht, wann wir in den regulären Verlauf von Star Trek Online reinrutschen. So, in der Regel dauert es nicht allzu lang. Da gibt es den Zeitsprung. Like this. No one's at their duty stations. Not even the transporter operator. Station's not on alert. What's happening? Tricorder's picking up a life sign nearby. Looks like they're in sickbay just across the hall. Okay, Phase auf Betäubung und los geht's. Those blast points on the wall are from phaser fire. There was a fight here. But with whom? No sign of Klingon or Romulan weapon fire. Just Federation. The lights have all been dimmed, but it looks like sickbay's still operational. Captain, I think I saw motion in that room to the left. Stop where you are and turn about slowly. I need to determine if you are infected. Okay. Neuroparasites. A life form last encountered by the crew of the Enterprise at Deneva Colony. Those possessed by the creatures tend to engage in hostilities with the uninfected, the better to render them fit for infestation. Temet, and while you have not engaged in hostilities thus far, I have seen infected employ false passivity in order to lure unwary prey. A tricorder scan of your adrenaline levels should verify your status. Scans show a slightly elevated level of adrenaline, though nowhere near that of an infected life form. Thank you for your patience. One can never be too cautious where these parasites are concerned. According to Starfleet data files, the parasites can be safely destroyed by exposure to high-intensity ultraviolet light.
My attempts at reconfiguring the station's lighting thus far have been unsuccessful. I am a physician, not a habitat engineer. As a precaution, I have developed a serum that can render a person toxic to the creatures. However, medical supplies here are limited. I have enough serum to inoculate your landing party and one other person. Okay, dann schauen wir mal, ob noch jemand hier ist. Now there's a voice I wasn't expecting. I take it Scotty! you're not quite a stress girl then. Well, in case you haven't noticed, the station's been overrun by neuroparasites. The wee devils are back with a vengeance. I'm afraid not. I'm in the auxiliary control room, down on the engineering deck. The place is filthy with parasites, so you'll understand if I don't go out for a wee jaunt. I have secured a small amount of security gear. It may give you another edge against the parasites. Sicherheitsausrüstung. Dann schauen wir doch mal. Energiedämpfender Panzer. Okay. Equip your bridge officers by selecting them, then double-click an item in your inventory to have them equip it. If we pass through the mess hall, we can access a turbo lift to reach engineering. Whenever you are ready. Schutz brauchen wir. Dann nehmen wir nochmal den Zweier und die Offiziere kriegen den Einser. Und dann passt das schon. These crew members, they're all infected by the parasites. Oh. Be careful. Okay, haben wir gleich eine ganze Bande hier. Jäger, okay. So, sonst noch jemand? Bitte melden, einmal aufstehen, Finger heben. The creatures continue to be resistant to tricorder scans, sir. It may be fascinating. I'm detecting an unusually high level of tachyons nearby. Based on... Ja, genug geredet. Wir schauen mal weiter hier. Ja, noch einer. Es geht auf jeden Fall kurz und schmerzlos her. Na, geht doch. The auxiliary control station is down the hall to our right. I'm reading a single human life form within the room. The biosigns match those of Commander Scott in the Starfleet Medical Database. Okay, dann lassen wir ihn auch nicht warten. Wer lässt schon Scotty warten? Also ich bitte euch, Freunde. Da ist Hi er. there. It's good to see a friendly face. There you are. I was beginning to get a bit concerned. Thought you might have been taken by those little beasties. I'll just lock the door so none of them can get in while we discuss our next course of action. Now that you're here, we've some work to do. The way I see it, we need to get to main engineering and turn on the station's ultraviolet lighting.
While I cannot attest to the ability of UV light to sort Deniven parasites, it will initiate a complete molecular breakdown within all parasites exposed to it. Aye, she's a Vulcan, all right. I was trying to override the lighting controls from here. It looks like someone sabotaged several duotronic relays. We have to repair them if we're going to have any chance of saving the station. Before we go, grab yourself a kit from the crate there. It might come in handy. We better get... Okay, reichlich viel Text gerade hier. So, was für ein schnelles Kit. Equip a kit to gain new ground combat abilities. Yes. Aye, this is one of the broken relays, right here. Da ist das Kit. That one was easy. Just a few more to go. Alright, there are several ways through the engineering section here. Keep in mind that the parasites tend to stay in dark corners. If you want to avoid them, do your best to stay in the lit areas. Okay, immer schön im Licht bleiben. Das dürfte uns nicht schwer fallen. Stehen sie schon in der Dreierkolonne. Noch jemand? Wieso ruckelt denn das so? Leute! I'll have this fixed up straight away. Okay. Ich wette, wir bekommen trotzdem vorher Besuch noch. Aber mal lieber hier... Ja, sag ich doch. I'll take care of that. No trouble at all. Scotty, jetzt gib mal Gas hier. Kann's doch nicht sein. Boah, Junge. Gott, Scotty, was ist denn jetzt los hier? Remember, the parasites like the dark. We devils that they are. Ah, this one just needs new fuses. There we are. Good as new. So, Scotty, wo ist Scotty jetzt wieder hin? Verdammter Kerl. Now this may be a bit tricky. Ja, ja. Just a wee bit longer. Was war das? Freischwebende Vulkanierin. There we are now. Was für ein Kuddelmuddel hier. Dieses Vibrieren gefällt mir ja gar nicht zwischendurch. Na, kommt noch jemand? Oder nicht?
Kommst du da mal bitte runter? Das kann doch nicht sein. Vulkanierin hin oder her, aber das geht noch ein bisschen zu weit hier, ne? Auch so wegen Jugendschutz, ne? Guck mal, wo dein Rock ist. In Augenhöhe. Bei der Knefrau hier. Scotty, du sollst hier den Scheiß reparieren. Oder bist du schon fertig? Der sagt auch nichts, der Kerl. So. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt durch und raus endlich. Was ist denn jetzt wieder? Echt jetzt? Unglaublich. Sieht aus wie Kuhfladen hier, ne? So, noch welche? So, noch irgendjemand hier. Den habe ich doch jetzt gerade schon platt gemacht, den Fladen hier. Kann wohl nicht sein. Leute. Gibt's das? Ah, der löst sich auf. Okay. So, was können wir jetzt machen, Freunde? Ah, it looks like someone has overridden the command codes. You best get to the command center and see what you can do from there. I'll stay here. Barricade the door. Das war so klar. Nicht, dass es einfach mal einfach geht. Natürlich nicht. Das war so klar. So. Look, who are those soldiers? They're definitely not Starfleet. Get the lights while the commander's down. So, es werde Licht, Freunde. Plopp. Das war's. Was für widerliche Kuhfladen. The parasites, they're dying. All of them. Salvage what you can and send a squad to kill the Federation vermin. Ja, so einfach geht das ja nur auch nicht, Knefrau hier, ne? So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wo bitte geht's zum Feind? Die müssten ja hier irgendwo... Hallo, die können doch nicht die Scheibe da feuern, oder? Oh, gut, man lernt nie aus, ne? Das ist... We need to talk. Okay, Fenrich Hunter. Actually, the name's Daniels. This may be a little difficult to absorb, but recent events natürlich, may der make it Kerl more aus der plausible. Zukunft. Das ist das, I'm was ich actually from the meinte. future. I can't tell you how far. Just that it's a future worth protecting. That's why I'm here now. The aliens we're fighting are called the Nakul, and they're waging a temporal Cold War with us. They're trying to change the timeline here in order to disrupt the future. Understand that I follow a temporal version of the Prime Directive. There's only so much I can reveal to you. Trust that we're doing the right thing here. Time's a factor. We need to stop the Nakul from obtaining the neural parasites. The Nakul ship that brought these invaders is now fighting the USS Ptolemy. Someone must have sent a distress call. Unfortunately, Ptolemy is no match for the Nakul. Neither is your ship, at least not alone. We should eliminate the parasites on the ships you fought earlier. Those crews will help you once their minds are their own again. It's risky. We can return to the ship on your orders. Jupp, los geht's.
Leute, ey. Und es lädt und lädt. So, dann. Ptolemy is holding the Nakul off while we rescue the other ships, but they won't last long. K-13 is hailing us, Captain. I'm transferring command codes to you now. Use them to remotely access the computer on those disabled ships and emit an ultraviolet flash inside. Okay. This is Captain Serralto, the Auf Ptolemy. die Schiffe We have zufliegen, engaged the enemy blitzen. ship, Okay. but we are outmatched. Ist wie eine Verkehrskontrolle, ne? Please restore those ships and join the fight quickly. That did it, Captain. Looks like everyone's coming around. The parasites are gone. This is Captain Doherty. Parasites? So, das zweite Schiff brauchen wir auch noch, oder? Leute. So. Ja, das war natürlich klar. Die sind hier schon wieder auf Krawall gebürstet, die Kollegen. Da haben wir aber genau die richtige Medizin gegen. Dr. Piru hat da immer was dabei. So, das müsste aber jetzt reichen, Leute. Wow. Und tschüss. Fine work, Captain. You sent those devils back to wherever they came from. We do have a wee problem, however. The burst I sent, when combined with the power source, created a feedback pulse. The feedback is creating... Oh Mann. K13 evakuieren. Ja, super. Läuft. Ah, dann schauen wir mal, dass wir schnell rankommen hier an die K13. Scott here. The portal's collapsing. We're in for a right bumpy ride. Everyone's aboard. Get us clear before that portal blows. There she goes. I don't think anyone's ever seen a station do that. Oh Mann. Captain, before K-13 was pulled into the vortex, I picked up a few distress signals inside the station. Oops. Perhaps not. After all, it was a temporal vortex. They may well survive. In another time. Well then, it's been quite a day, hasn't it? Neural parasites, time-traveling raiders. Why, things will seem almost normal once I'm back on the Enterprise. Speaking of, I'm sure the ships here can give me a lift back to her now that they're parasite-free. If Starfleet Command gives you any grief on this, remind them that lives are more valuable than equipment. And you saved a lot of lives today. I apologize for springing all of this on you at the last minute, and I'll explain more as soon as I can. For now, I can tell you that history is unfolding as it should, and that was not the end of K-13. You're building a fine tradition of making the right decisions in crisis situations. Okay. In the meantime, don't talk to anyone about the Nakul or their time travel. We can't risk any further corruption of the timeline. System scans clear, Captain. Looks like everything's getting back to normal. We can leave the system on your orders. Ja, reicht auch, oder? Halleluja. Ich dachte, das wäre jetzt schon der Punkt, wo wir in die Jetztzeit gerissen werden, also im Spiel Jetztzeit. Aber das scheint noch ein bisschen zu dauern. Gut, umso besser. Ich freue mich gerne hier noch um ein paar Missionen im Gewand der Originalserie.
Schauen wir mal, ob diese Mission damit abgeschlossen ist. Sieht so aus, dann melden wir uns mal schnell beim Admiral. Let me get this straight. K-13, an entire space station, just disappeared into some type of spatial anomaly? And I thought some of Kirk's after-action reports were a little out there. Starfleet Command won't be pleased with the loss of K-13, or the people that were still on board. But they'll be happy to hear about the lives you did save. Good work out there. Keep it up. Congratulations, Lieutenant. So, Teammate haben wir noch bekommen. Wunderbar. Press the left trigger to show all your powers. Use the left stick to navigate So, this Fertigkeit radio haben wir auch menu. wieder. Press the left stick to set your quick power and update the default captain Schild power der Herstellung, used. immer wichtig. Press the right trigger to activate a power directly from this radio menu. So, jetzt habe ich gesehen, für Schiff gab es noch ein paar Sachen. Das schauen wir uns jetzt schnell mal an. Photon-Torpedowerfer Klasse 2. Er damit. Was haben wir hier noch? Da haben wir nichts. Da auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. So, jetzt haben wir einen fettstabilisierenden Warpkern Mark II. Ungewöhnlicher Warpkern. Zusätzliche Schildenergie 0, plus 5 Maximalschildenergie, plus 5 maximaler Warpkernfaktor. Ja, nehmen wir doch einfach mal. Das kann nicht schaden. Aber leider immer noch keine Konsolen. Ja gut, das kann aber noch kommen. Ne, machen wir jetzt mal keine Hektik. Gucken wir jetzt erstmal hier ins Inventar. Was wir hier haben. Personenschutzschild. Ja gut, das sollten wir auch ausrüsten. Für unseren Capitano. Ne, dass der hier auch immer schön geschützt ist. Beziehungsweise unseren ersten Offizier in dem Fall. Weil ich habe schon einen Mark II. So, Teammate brauchen noch einen. Siehst du, guck mal, da ist doch schon wieder was frei geworden. Ein Schutzschild für dich, mein Mädel. Sehr gut. Jo, da würde ich sagen, sind alle erstmal wieder ausgerüstet. Achso, Waffen können wir nochmal gucken. Was ist denn das? Föderations-Phaser-Gewehr. Das ist jetzt aber nicht meins, oder? Nicht, dass ich da Mist gebaut habe. Nee, dann kriegt mein erster Offizier natürlich noch was Schönes hier. Erstmal Körperschutz natürlich und ein entsprechendes Gewör. So, Teammate hat einen Phaser, Tarsi hat einen Phaser. Ja, das reicht jetzt erstmal. Okay. Ja, da sind wir doch jetzt perfekt ausgerüstet für die nächsten Missionen, die da kommen mögen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Falls ja, schaltet mal wieder ein, lasst ein Like oder Follow da, wenn ihr das Ganze auf YouTube seht als Wiederholung. Ja, dann lasst auch, Schnauze, lasst ein Like da oder ein Follow oder läutet die Glocke. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.